Hey zusammen, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich trainiere seit 4 Wochen mit Widerstandsbändern und möchte heute über meine Fortschritte erzählen, denn ich hätte niemals gedacht, dass ich in den 4 Wochen so viel verändern kann. Bleibt auf jeden Fall dran, es wird sehr interessant und vielleicht kann ich den einen oder anderen motivieren, weiterzumachen, nicht aufzugeben. Warum ich mit dem Training angefangen habe, war, weil meine Arme wie Pudding sind. Ich hatte schon immer einen starken Unterkörper, also auch gerade durch Hula Hoop Fitness. Ich kann mein Gleichgewicht sehr gut halten, ich kann sehr gut balancieren. Und als ich letztes Jahr auf dem Paddelboot stand, kennt ihr diese Ein-Mann-Paddelboote, wo du dich so hoch balancierst und dann stehst du und ruderst, habe ich gemerkt, wie schwach mein Oberkörper ist, wie wenig Kraft ich in den Armen habe. Und das wollte ich ändern. Ich habe überlegt, wie kann ich Kraft aufbauen, ohne dass ich dafür ins Fitnessstudio muss, und bin dann auf Widerstandsbänder gestoßen und dachte, okay, probiere ich einfach mal aus, denn es ist natürlich auch wichtig, dran zu bleiben. Also ich glaube, wir kennen das alle, mache ich morgen, mache ich übermorgen und irgendwann macht man das dann gar nicht mehr, und so bin ich auch. Und habe mir dann diese längeren Widerstandsbänder gekauft. Ich hatte schon immer diese kleinen hier für die Beine, aber wollte natürlich auch was für den Oberkörper. Und so fing es an. Da ich blühende Anfängerin bin, habe ich mich für ein Ganzkörper-Workout entschieden. Also ich trainiere 3-mal die Woche Ganzkörper um die 45 Minuten und pro Körperpartie mache ich 3 Übungen. Und danach mache ich auch noch Hula Hoop um die 30 Minuten. Die ersten 2 Wochen waren schlimm. Man hätte mich wortwörtlich in die Tonne schmeißen können. Ich war immer fix und fertig. Ich war ausgenockt. Ich war ausgepowert. Ich hätte nie gedacht, dass die Widerstandsbänder so intensiv sind oder dass das Training damit so intensiv sein kann. Es hat einfach keinen Spaß gemacht und ich habe mich dann gefragt, okay, wie kann ich das ändern? Muss ich was an meiner Routine ändern? Der Oberkörper war noch nie meine liebste Partie im Training und das wird, glaube ich, auch immer so sein. Von daher habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich muss da durch. Ich muss es einfach durchziehen, ich muss einfach dranbleiben und merke seit einer Woche eine Veränderung. Ich kann euch sagen, ja, langsam tut sich was. Ich schaffe deutlich mehr Wiederholungen. Sie fallen mir einfacher oder sie sind etwas einfacher geworden. Ich merke, ich bekomme langsam mehr Kraft im Oberkörper und das ist mein Ziel. Starke Arme, starker Oberkörper. Es geht mir nicht um sichtbare Muskeln, aber ich möchte einfach mehr heben können. Ich möchte mehr Ausdauer haben und nicht nur im Unterkörper. Also es muss ja irgendwie balanciert, wollte ich gerade sagen. Es muss ja eine Balance geben. Und ich merke, ich habe so eine leichte Disbalance und das will ich ändern. Ich bin wirklich gut dabei und das motiviert mich. Daran merke ich, dass es sich lohnt, dass ich dranbleiben muss und dass ich es nicht für umsonst mache. Natürlich sollte man auch auf die Ernährung achten. Also für eine starke Muskulatur muss man auf die Ernährung achten. Ich esse viel mehr Proteine, Eiweiß, aber auch Kohlenhydrate. Die ersten sichtbaren Erfolge sieht man, wenn überhaupt, nach 3 bis 4 Monaten. Also daran merkt man ja oder daran erkennt man, wie diszipliniert man trainieren sollte oder muss, damit da auch was kommt. Wenn ich das Bild aus dem letzten Jahr mit heute vergleiche, sehe ich eigentlich gar nichts, ne? Außer wirklich, dass minimal meine Arme straffer geworden sind. Das Ganzkörpertraining werde ich für die nächsten 6 Monate so beibehalten und danach vermutlich splitten. Also irgendwann werde ich meine Routine ändern. Ich habe überwiegend nur mit Hula Hoop trainiert und ich merke auf jeden Fall eine positive Veränderung. Ich merke, dass mein Körper darauf reagiert, anders gut reagiert, dass ich ausgepowert bin, dass es ein anderes Auspowern ist und vor allem, lacht mich aus, habe ich das Gefühl, dass ich nachts spüren kann, wie meine Muskeln arbeiten, also gerade meine Arm- und Beinmuskeln. Das Training ist hart, aber anders hart und dann noch in Kombination mit Hula Hoop, obwohl manchmal splitte ich auch. Also manchmal mache ich nur Kraft und am nächsten Tag dann Hula Hoop. Vielleicht konnte ich euch mit diesem Video motivieren, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, euren Weg zu verfolgen, egal wie hart und steinig er ist. Und das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Einschalten, wünsche euch eine schöne Woche. Bis bald, tschüss!